Linux ist ein System, was in letzter Zeit viele installieren und als Alternative zu Windows sehen. Klar, Microsoft hat in den vergangenen Monaten einiges an Kritik bekommen an Windows, wo man sich Alternativen sucht wie macOS oder Linux. Aber ist Linux wirklich die beste Alternative? Ich habe eine Woche mit Linux verbracht, um zu sehen, wie es ist, ob es wirklich so gut ist. Oder allerseits. Okay, so ein Video wollte ich schon die ganze Zeit machen, da ich selber Linux auch immer hochlebe, bis zum geht nicht mehr. Eben wie es ist, für eine Woche Linux zu verwenden. Und um genauer zu sein, hier Linux Mint. Ja, der Linux Mint ist eine Distro, die eine der beliebtesten Distros von Linux ist und eine, die sehr Windows-ähnlich ist. Also perfekt für mich als blutiger Linux-Anfänger. Wobei ich ja etwa vor einem Jahr schon mal mit diesem System zu tun hatte, wo ich einen Minecraft-Spieleserver anhatte, dieser hatte Linux Mint drauf gehabt. Für dieses Video aber nutze ich hier ein 2012er 13 Zoll MacBook Pro mit einem Intel Core i5 3210M. Ist ein Quad-Core-Prozessor hier. Und ja, ich weiß, Apple-Produkt. Apple-Produkt. Doch ich hatte da vor einer Weile Mint sowieso schon drauf gespielt und hey, diese MacBooks von 2012 runter sind, finde ich, wirklich die besten MacBooks, die Apple je gemacht hat. Change my mind. Naja, aber dann sag ich mal, lass uns das Experiment starten. Das heißt so viel wie, dass mein 2024er MacBook Pro wegkommt und das 2012er MacBook mit Linux den Platz einnimmt. Am ersten Tag habe ich nicht so viel gemacht an dem, halt meine Programme installiert, die ich brauche, wie DaVinci Resolve, Notion und so. Zumindest war ich von Blackmagic begeistert, dass die für DaVinci Resolve eine Version für Linux hatten. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass es diese gibt. Jo, es ist erstmal Tag 1, jetzt mal vorbei, wo ich dieses Experiment mache. Ich meine, ich habe jetzt heute noch nicht so viel auf diesem MacBook Pro gemacht. Ich habe jetzt einfach nur mal, zumindest mal versucht, ein bisschen was zu laden, ja. Aber zum Beispiel DaVinci, das ist jetzt so Ewigkeiten am Laden. Was, sag ich mal, okay ist. Ich meine, es ist ein großes Programm, ja. Brauche ich aber halt eben Videos zu machen, gerade wenn ich Shorts machen will. Ich warte jetzt mal ab, was kommt. Und vor allem, was auch nicht geht unter Linux, was ich ein bisschen ein Downer finde, was ich aber schon brauche hier, ist Notion. Notion benutze ich auch dafür, meine Skripte und alles zu schreiben. Also da ist wirklich alles von mir drinnen, was ich hier für den Kanal brauche. Also das ist schon ein essentielles Tool. Ich meine, ich könnte zwar auf Google gehen oder sonst irgendetwas, aber es ist halt alles da drin. Und es tut das Ganze schon ein bisschen ansäuern, diese Experience. Aber ich bin trotzdem mal entschlossen oder sehr positiv dem Ganzen zu, dass das da schon gut wird. Mal abwarten. Am zweiten Tag habe ich es tatsächlich geschafft, Linux mit Kernel Panic abstürzen zu lassen. Ja, das ist ja toll. Dabei wollte ich doch nur ein Update machen von dem System. Aber auch im abgesicherten Modus ging nichts. Das System hatte jedoch irgendeinen Fehler gehabt bei der Installation des Updates, die er dann rückgängig machen sollte. Ja, ich sehe, dass er das rückgängig gemacht hat. Also konnte ich alles wieder neu aufsetzen. Ist nur blöd, da ich in der Regel immer meine Shorts plane am Sonntag. Aber soweit kam es halt dann nicht. Nun, es ist Tag 2 von dem Linux-Experiment und ich finde es jetzt schon irgendwie... Ich glaube, ich habe echt eine dumme Idee gemacht, aber ich glaube, ich werde es trotzdem noch durchziehen, weil jetzt wollte ich unter DaVinci Resolve wenigstens mal aufsitzen, dass ich das zumindest mal da drin was machen kann. Aber ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, irgendwie, es scheint wohl irgendwie, dass das so ist, dass wohl unter Linux Mint es irgendwie von den Intel-Treibern irgendwie nicht ganz so dolle ist, wie es sein soll, irgendwie, soweit ich es verstanden habe, und irgendwie Linux Mint nicht wirklich eine Option hat für andere Intel-Treiber drinnen. Und das MacBook hat halt als Grafikkarte nur die Intel HD 4000 und ja, das ist natürlich witzig. Deswegen bin ich jetzt halt mit DaVinci Resolve auf dem ein bisschen aufgeschmissen. Deswegen ich halt für meinen Video-Workflow da hinten meinen 24er Mac Pro nutze. Aber ansonsten alles weitere mache ich trotzdem auf dieser Kiste hier. Ja, es ist halt einfach nur Productivity Workflow muss da hinten dann stattfinden für Videoschnitt und Notion. Das wird sonst gar nichts.
Am Tag 3 habe ich dann zumindest mal einen Short gemacht auf meinem 2024er MacBook Pro, damit es wenigstens eins schon mal draußen ist. So nach und nach dachte ich mir, ob das der falsche Computer war, den ich mir ausgesucht habe. An dem Tag habe ich einfach nur im Internet verbracht und mir Videos angesehen, eBay nach neuen Schätzen durchgestöbert und so. Und dies ging, dadurch, dass es webbasierend ist, richtig gut. Und wenn wer fragt, hier sind auch nur 8 GB Arbeitsspeicher verbaut. Da ja viele noch bei dem Neo meckern mit dem Arbeitsspeicher. Ich kann es langsam nicht mehr hören. 16 GB sind unter Windows mindestens empfohlen, da Microsoft so viel Blödsinn reinladen muss. Unter Linux ist es eben okay, wenn man denn überhaupt was hat. Und macOS ist ein Unix-System, was macOS, um es kurz zu sagen, zu einem Verwandten macht von Linux. Naja, zurück zu meinem Experiment. Denn eben Websurfen ging wie vorher gesagt problemlos. Was auch richtig blöd ist, dass die Lautsprecher von dem MacBook eine Katastrophe sind. Einfach blechernd und nicht unterhaltsam. Und zuletzt den GameCube auch. Und der N64 hat auch Power. Es hat halt... Dadurch, dass ich Notion nicht unter Linux laden kann und ich keine Lust habe auf die Web-Version, dachte ich mir, ich tue mal eben ein paar Google-Tabellen bearbeiten. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie ich meine Spiele manage, wo ich eine Google Sheets-Tabelle habe. Es ist halt auch wieder webbasierend, wo dies ja kein Problem ist. Genauso auch eben weitere Sachen zu suchen. Nun, ich habe meinen aktuellen Mac mit Notion auf und nebendran den Linux-Laptop für die Recherche halt. Nun, alle gehen sehr zu Linux für das Extra an Performance beim Gaming. Deswegen ich dachte, schaust du mal bei Steam vorbei, was da kompatibel ist. Nach etwas herumversuchen und ein paar Terminal-Zeilen war Steam auch schon bereit auf diesem Mac. Da war ich dann erstaunt, von den paar Titeln in meiner Steam-Bibliothek sind wohl alle mit Linux kompatibel. Ich denke mal, das ist, da Valve halt eben das Steam Deck auf Linux laufen lässt. Und weswegen halt Valve halt will, dass alle Spiele auch kompatibel sind unter Linux. Aber, was weiß ich. Auf meinem MacBook sind manche Spiele aber auch nicht möglich. Also auf meinem 24er MacBook. Also einfach mal Among Us geladen und... Ja, ich will es starten? Ach komm schon, als ob das auch nicht geht. Okay, also Among Us scheint über Steam nicht zu gehen. Was ich mir aber dachte, Minecraft wird doch bestimmt nicht verfügbar sein. Aber tatsächlich, ja. Zwar auch nur die Java-Version, doch das Spiel läuft drauf. Zwar nur in 30 Bilder die Sekunde, da die eigene Grafikkarte fehlt, aber dennoch bin ich begeistert. Die Woche ist fast rum und ich dachte mir, ach komm, jetzt machst du mal nichts heute. Sowieso ist auch das der Release-Tag von Tomodachi Life gewesen auf der Switch, wo ich das natürlich ausprobieren muss. Ich darf ja auch mal einen Tag frei nehmen, oder? Also, das Experiment ist noch theoretisch gesehen noch heute. Und ganz ehrlich, theoretisch hätte ich alles auf diesem Mac unter Linux machen können, was ich wollte. Klar, bei mir sind es so Programme wie Notion oder PowerPoint, die ich halt schon brauche hier. Aber eben nicht jeder macht wöchentlich neue YouTube-Videos, wie ich es hier mache. Von der Leistung von dem MacBook bin ich fasziniert, dass auch wenn es fast 15 Jahre alt ist, alles hinbekommen hat unter Linux, was ich wollte. Klar, es ist eben kein aktueller Prozessor drin, das Display ist nur in HD-Auflösung und die Lautsprecher können besser sein. Doch für viele, die einfach nur einen Computer brauchen, ist solche Hardware wirklich noch richtig gut. Und ich sag mal so, es ist irgendwie halt ein bisschen traurig, dass halt diese Macs halt so nach und nach rausgeschmissen werden, da halt jetzt eben halt die M-Serie an Macs verfügbar ist und viele denken, dass diese Laptops halt total veraltet sind. Und irgendwann dann schon, aber jetzt noch nicht und 5 Jahren noch lange nicht. Doch jetzt mal, was ich denn final zu Linux sage, bevor ich dann morgen das Video schneide. Also, es ist eine ernste Alternative zu Windows. Keine Frage. Man muss halt mit leben, dass man so manche Sachen ins Technische reingeht mit einem Terminal oder dass manche Programme nicht verfügbar sind. Dafür gibt es aber auch schon längst entweder Alternativen oder auch Programme wie Wine bzw. Crossover, was im Prinzip Windows-Programme für Linux oder macOS übersetzt, damit man diese auch unter diesen Systemen verwenden kann. Ich persönlich würde, wenn ich zu Linux wechseln würde ich mir definitiv einen anderen Computer auswählen, wie jetzt hier dieses 13 Zoll MacBook Pro, wo auch eine Grafikkarte drinnen ist.
Und auch vielleicht noch eine andere Distro. Einfach mal, dass ich mich mal durchprobieren kann. Denn für Linux gibt es viele Distros, wo für jeden wirklich was dabei ist. Und auch für jeden was dabei ist auf meinem Kanal, den ihr abonnieren solltet, um hier nichts zu verpassen. Plus auch diese Hype-Funktion, wenn euch das Video gefallen hat, und halt Daumen hoch, Kommentar und ihr kennt es, glaube ich, alle. Und bitte keine Fragen, ob ich so etwas nochmal mache. Ja, Dankeschön. Und dann denke ich mal, bis dahin sage ich mal, man sieht sich.